Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen. Wir sind heute wieder beim Kaffee Racer 69 in Berlin und heute ist es soweit. Heute ist der Lambretta G350 dran. Wir hatten ja schon den 125er, den X und den X300 und heute geht es ans Eingemachte, nämlich das dicke Teil kommt heute. Ich würde mal sagen, das ist dein Modell. Da stehst du drauf. Muss aber auch sagen, es ist das Flaggschiff und es ist das schönste Modell. Bin dabei. Ich bleibe bei meiner X. Ja, persönlich. Mag es kompakt und ein bisschen. Aber ist schon das Flaggschiff. Ist großartig. Ihr werdet verstehen, warum wir so eine Meinung haben. Wir zeigen euch die Details und es gibt hier ja kein Vespa-Bashing, weil beides ist toll. Beides. Ja, nichts ist besser. Aber was Lambretta mit dem Modell gemacht hat, ist hochwertiger als das, was Vespa zurzeit am Markt hat. Ja, der Micha wird euch jetzt mal so ein paar Details vorstellen vom Scooter. Also optisch finde ich ihn schon mal super, wie du schon sagtest. Ja, ist so ein bisschen mein Geschmack. Es ist der schönste, ich muss es zugeben, es ist der schönste. Ja, es ist der schönste. Ich hoffe, man sieht es nachher, wenn ich das filme. Der sieht weiß aus, aber in Wirklichkeit ist es ein weiß-Metallic. Also so ein bisschen Creme beinahe. Ne? Also so Eierschale. Echt schön. Also schöne Farbe, auch mit der orangen Sitzbank, sehr cool. Ja. Wir hatten ja schon mal die Rückfrage aus dem letzten Video. Wir haben nichts Kritisches zu sagen. Haben wir zurzeit auch noch nicht. Wir haben die Dinger ja noch nicht so richtig, so ein paar Kriterien, aber machen wir bei Vespa. Es ist dasselbe Niveau, ja, also von daher. Und das wird dann vielleicht später, wenn man es mal fährt, kommen, dass man dann so im Vergleich sieht, das eine ist ein bisschen anders als das andere. Genau. Aber über die hier wissen wir auch schon so einiges. Also das ist sehr. Am spannendsten, weil wir dann den Einstieg würde ich tatsächlich über den Preis wählen tatsächlich. Das Ding kostet 7.059 €. Ist ein Preis. Im Vergleich zur Vespa. Aber es ist auch das Flaggschiff mit einem Volldigital-Display. Nicht teildigital. Das gucken wir uns gleich mal an. Ja, Volldigital-Display, 350er. Also auch ein bisschen mehr Hubraum. Ne? Und wenn du jetzt das Flaggschiff von Vespa nimmst, dann liegst du wieder knapp 7,9 bist du jetzt, 7,8 oder so. Je nachdem, welche Variante. Wenn du jetzt, gibt es die Supertech noch, die mit Digital-Display? Ja. Da liegst du wahrscheinlich bei 8,2, 8,3. Naja, du kannst dir jetzt konfigurieren, auch mit Sitzheizung und so einem Quatsch und so, aber du kommst schnell jetzt an die 8.000 ran. Also Vespa, da ist sie dann etwas günstiger. Aber man kauft so ein Ding nicht wegen dem Preis, weil sie ist auch teuer. Machen wir uns nichts vor. Ja, ist ein Lifestyle-Produkt. Genau, es ist ein Lifestyle-Produkt wie Vespa. Und wenn man einen Roller sucht, um von A nach B zu fahren, dann kauft man sich weder eine Vespa noch eine Lambretta. Wie man in Italien sieht. Ne? Als ich bei meiner Reise in Italien war, da sah man kaum Vespa. Sehr viel Honda habe ich gesehen, Yamaha, halt die praktischen Dinger. Ne? Mit viel Stauraum, wo sie dann an ihre Einkäufe ihre Helme reinpacken. Genau. Das ist ein Stilfahrzeug. Das ist das kleine Schwarze. Micha zeigt euch jetzt mal so ein bisschen die Details vielleicht. So, das Spannendste, erstmal, was man ja sofort auf den ersten sieht, das Ding ist deutlich länger als die X-Modelle oder auch als die Flex-Modelle. So, wir haben sie gerade noch mal für euch zusammen hingestellt. Dann sieht man noch mal, die hier ist also ganze 8 cm länger. Ja, 8 cm, das ist schon eine Menge. Ja, die große. Und der Radstand ist 3 cm. 3 cm längeren Radstand hat die große. Sie hat aber insgesamt auch eine viel längere Anmutung, muss man schon sagen. Und komplett wirklich, jetzt sieht man es mal ganz deutlich, komplett anderes Design. Ne? Auch komplett die Form hinten. Ja. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was euer Favorit ist. Wir machen sicherlich noch mal einen Vergleichstest mit den beiden, wo wir dann auch mal einen Fahrtest machen, damit man mal die Unterschiede im Detail sieht. Aber allein von der Optik könnt ihr mal schreiben, was ihr besser findet. Das moderne Design vom roten oder eher den Klassiker, die G350. Auch der Fender vorne, also ihr könnt ja mal gucken, das ist der Fender von der G350. Und der kleine sportliche hier ist von der X300. Ganz andere Form. Hier so ein Monsterteil. Schon so Mr. Plow, ne? Schneeflug. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, genau, Winterdienst mit der. So, zu den Details. Jetzt haben wir mal so einen kleinen Größenvergleich gemacht. Ne? Das ist das eine. Wie gesagt, das ist fantastisch. Komm mal rum, guck dir mal die Verarbeitung an. Das ist wirklich schön, muss man einfach sagen. Die Armaturen, das ist schon echt, ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist wunderschön verarbeitet. Also sauberer als bei dem direkten Mitbewerber. In dem Fall hier der Punkt vorne. Das volldigitale Display, es ist immer alles eine Geschmacksfrage, keine Frage, aber für ein volldigitales Display, es mutet tatsächlich eher an so ein stylisches kleines iPhone an. Also hier nicht jetzt so ein LCD, so ein billiges, sondern das ist tatsächlich ein TFT-Display, ein Farb-TFT. Ja, ne? Genau. Das hat Vespa ja auch, aber das hier tatsächlich finde ich an der Stelle schöner.
Also So, das hier ist der habt ihr auf die Drehzahlmesser. Höchstgeschwindigkeit geachtet, die angezeigt wurde? 299, ja, also nur mal. Tankinhalt ist 2 Liter mehr als bei der 300er. Das ist interessant. Da passen 9 Liter rein. Das Ding hat 26 PS, also 1 PS mehr. Die Wegfahrsperre ganz normal, wie bei Vespa. Blinker links, rechts, was für links und rechts extra. ABS, Motorkontrollleuchte. Du hast deinen Chip-Tageskilometerzähler, du hast den Gesamt-Odo, du hast eine Tankanzeige hier unten digital und du hast eine Temperaturanzeige. Und wir haben eine Spannungsanzeige da oben noch. 12,1 Das haben wir bei Volt. allen Modellen. Das haben wir auch bei den X300. Auch Wir haben schon. immer eine Ladespannung. Du siehst also auch, du musst nicht mit einem Dings-Multimeter gucken, oh, lädt die Lichtmaschine, du siehst das hier oben. Also die wichtigsten Anzeigen, die wichtigsten alle Anzeigen im Display. sind Aber alle wirklich da. schön gemacht. Also Ja, die Anzeigen, das Layout sehr schön. Aber das ist ein Modell nicht keyless, hier hast du einen Schlüssel. Ah, da ist der Schlüssel. Ich bin ja auch eigentlich ein Schlüsselfan, was dann wieder für die spricht. Ja. Auch hübsch gemacht. Ne? Ferrari steht drauf auf dem Ja, Schlüssel. genau. Ist ja auch fast Ferrari. Ne? Ja, hübsch gemacht. Was ist das hier? Das ist nur Zierde. Ah, okay. Das hat keinen weiteren. Aber das ist ein Punkt, glaube ich, wo wir mal so einen Haken montieren müssen, weil der fehlt mir hier tatsächlich. Ja, Das für fehlt bei Zubehör allen später mal, ne? Bei allen Modellen fehlt mir hier der Haken, weil der ist auch hier ganz hübsch gemacht zwar. Drückst du drauf, klonk, ist er draußen. Wertig gemacht, keine Frage. Aber an der Stelle nicht Ja, so toll. wäre da oben schöner, ne? Siehst du, erster Kritikpunkt. Was wollt ihr denn eigentlich? Der Haken. So, dann machen wir mal kurz das Fächlein. Die hat ein Handschuhfach, wo wirklich auch ein paar Handschuhe reinpassen, mehr aber auch nicht. Aber Ja. ich krieg wieder ein Smartphone hier Ich rein. kriege wieder ein Smartphone hier rein. Ich habe hier ganz normal meine USB-Buchse. Ja, das ist hier eine normale Standard-USB. Standard-USB. Ich habe hier den Notöffner, den man aus der Vespa auch kennt, hinten für den Sitz. Dann haben wir noch ein Bordwerkzeug hier. Auch wieder mit bei, wie bei dem Wir X. haben immer Bordwerkzeug dabei. Wahrscheinlich dasselbe wieder drin. So, Ja. ja. Kerzenschlüssel. Ah, witzige Geschichte, Kerzenschlüssel. Kerzenschlüssel. Ich muss dir was zeigen. Das müsst ihr sehen, das ist lustig. An die Kerze, weil hier ist ein 350er Motor drin, ganz anders verbaut. Hier ist ein Gummi. Ich habe mich schon gewundert, was ist denn dieser rote Pupsi da? Dahinter ist die Zündkerze. Also man kommt von innen an den Stecker ran, Ja. nur man hast dann keine Möglichkeit mit einem Werkzeug an die Kerze zu kommen. Ach, und du brauchst Deswegen jetzt die haben Verlängerung, noch- um da reinzukommen Genau. für die Kerze. Das hätte ich mir bei Vespa, bei manchen Modellen auch gewünscht. Nicht bei allen, aber bei manchen Modellen Vespa würde ich mir Ja, das da auch wünschen. brichst du dir aber manchmal die Hände. Ne? Hier ist das super praktisch. Genau, das ist echt mal eine coole Idee, finde ich auch. Klasse. Wenngleich ich glaube, dass man diese Plöppel hier... Verliert. Ich leg mir mal welche aufs Lager. Warum ist der rot? Ich leg mir mal welche auf Lager. Sieht aus wie so ein Siegel, das da Ja, drauf so ein ist. bisschen, ne? So, jetzt sind wir live mit dabei. Wir werden das erste Mal die Wartungsklappen öffnen und mal zu sehen, was dahinter ist. Oder ob das jetzt nur Zierde ist. Ja, Zierde? Zierde? Da sehe ich das Kommt man an- ABS-Steuergerät, sehe ich da. Kühlwasser. Kühlwasser, ne? Der ganz normal. Das ist ja dann wie bei Vespa nur auf der Genau. anderen Seite. Batterie ist dann bei dem Fahrzeug wo? Hier drunter zugeschraubt, wie bei Ah, wie bei Vespa da unten drunter, im Mitteltunnel. Batterie, genau, im Mitteltunnel. So, dann Sitzbank geöffnet und dann geht die hier hoch. Hier haben wir den zweiten USB-Anschluss, finde ich ganz niedlich. Ah, dann kann man unter der Sitzbank noch was Ja, laden. kann man unter der ja, das ist Sitzbank praktisch. was laden. Das ist ein bisschen größer als bei der X alles. Ne? Wir haben auch hier einen anderen Tankverschluss. Wir haben den Kunststofftank. Ja, schön drunter. ist, dass der Tank ein bisschen größer ist. Ja, 9 Liter und wir haben einen Kunststofftank. Ja, also ein bisschen größer das Helmfach, sieht gut Genau, aus. und auch hier rausnehmbar wie bei Vespa. Wie bei Vespa, alles Genau. gleich. Sonst identische Bosch-Steuerung, wie immer. Alle Lampretten arbeiten mit einer Bosch-Steuerung. Nur diesmal ein eigener Motor, also kein Piaggio Lizenzbau oder sowas, sondern hier ist was eigenes. So, der hat 1 PS mehr, aber was wir schon aus den ersten Tests selber auch wissen, also ich bin sie schon mal mit einem Kennzeichen kurz gefahren, aber wirklich nur kurz, aber kann das nur bestätigen. Das ist die 350er, die will aber nicht die schnellste sein, die ist die souveränste. Das ist ein Cruiser. Das sieht man auch an dem gesamten Fahrzeug. Das ist viel klassischer. Die X ist das sportliche Gerät und die ist auch wirklich eher der kleine Terrier. Ja, die X ist eher der kleine Terrier. Das hier ist ein Cruiser. Sitzposition wird dann dementsprechend wahrscheinlich auch ein Die bisschen besser Sitzposition ist sein. Ne? anders. Also für große Fahrer ist es viel interessanter. Der Lenker ist höher. So, dann testen wir das Ganze mal. Micha ist ein bisschen anders gebaut. Ich bin ein bisschen länger noch mit meinen langen Gräten hier. Genau. Aber man sitzt wirklich gut drauf. Ja. Der Lenker kommt mir auch sehr hoch vor. Der Lenker hat einen Hals, also du hast da unten einen Hals dran, was die X-Modelle nicht haben. Ja, Die Flex-Modelle haben das auch. Die haben auch diesen Hals. sehr geräumig. Sehr geräumig. Null Probleme hier mit dem Lenker auch Die beim Sitzbank Einlenken. hat nicht diese vorgegebene Sitzposition wie bei der X. Du kannst viel weiter nach hinten rutschen.
Ja, man merkt auch nicht wie bei Vespa diesen Hulper hier hinten. Es ist zwar einer da, ein ganz kleiner, der ist aber kaum spürbar. Genau. Also ich kann theoretisch so sitzen hier, Das waren auch Cruiser-Position. bisher alle Rückmeldungen, die ich so bekommen habe oder auch eruieren konnte. Und die kann ich bisher nur bestätigen. Also für große Menschen ein tolles Fahrzeug. Wirklich. Und die Also Sitzbank deutlich ist mehr ein bisschen Platz. besser gefedert. Das kann sein. Ja, die ist ein bisschen weicher als die andere, aber Sitzposition absolut top. Super, setz du dich mal auf. Mal gucken, wie du sitzt, weil für dich muss es ja riesig sein, das Ding. Ne? Für mich ist das ein SUV. So, Schrums. Ja, es sieht auch schon echt mächtig. Also die Länge ist halt auch toll. Ja, Ne? dabei sind es nur ein paar Zentimeter, aber es macht halt was aus. Ne? Naja, 8 cm. Ist schon also im was, Vergleich ne? zu dem Ist schon was, ja. X ist schon eine Menge. Ja, sie gefällt mir echt gut. Ja, jetzt hat Micha sich die X zugelegt und jetzt liebäugelt er schon mit der G. Vielleicht können wir vorne mal noch so ein bisschen gucken. Wie sieht es dann vorne aus? Wir haben natürlich LED-Licht hier vorne. Ne? Genau, das haben ja alle klar. Modelle, haben LED-Licht. Blinker überall auch ganz schön gemacht. Überall das Branding drin, ringsrum LED. Dann wie bei der anderen hier die doppelseitige Aufhängung, also nicht einseitig wie bei Vespa. Genau, klar, Seitenständer, logisch. Seitenständer, Hauptständer. Hier kann man übrigens Motor, man sieht auch der Vario-Deckel, das ist schon ein ganz schöner Okolyt, aber auch wieder gebrandet. Siehst du am Ölfilter, das ist schon fast ein Auto. Also, wenn ich mich entsinne, mein Golf, der müsste passen, den ich mal hatte. Ja? Fußrasten auch hier schön gummiert oben, Ja. ne? Ist auch ganz toll gemacht. Auch alles sehr wertig, ne? Das rastet hier schön ein. Es ist toll gemacht. Ja. Also gut verarbeitet, ja, und hinten. So, und jetzt ist natürlich, das finde ich auch übrigens sehr schön, ich habe jetzt gerade die Zündung vor 10 Sekunden angemacht. Das Fahrzeug merkt in der Elektronik, oh, du fährst ja nicht los, du hast nur die Zündung angemacht, dann schaltet er das Licht wieder aus, um die Batterie zu schonen. Ach, das ist Ja, cool. die Zündung ist an, Licht ist ausgegangen. Ach, ja, Mach stimmt. die Zündung nochmal aus, Licht das aus? mach die Zündung wieder an. Und jetzt Licht ist es wieder an. Jetzt dauert es so ein paar Sekunden, dann merkt er, oh, kein Motor startet, schonen wir mal die Batterie. Nein, was ich zeigen wollte, auch hier das Branding schön gemacht, darum ging es mir jetzt gerade. Sieht auch schön aus, das Rücklicht. Siehst du, Kannst du und mal jetzt, die... hast Ah, du das gesehen? schaltet das Ich habe automatisch nichts gemacht, ja, die Zündung ist nach wie vor an. Aber der Motor läuft nicht und dann schaltet Das ist er bei der aus. 300er dasselbe. Hm? Super. Oh, ist ordentlich laut. Für Ordentlich eine laute Hupe. Serienhupe ist es schon ganz ordentlich, finde ich auch. Und dann hat er auch noch Warnblinken. Und noch Warnblinken. Genau. Branding hier einmal, wieder die Griffe, also diese Beifahrergriffe, dadurch keine extra, Auch gut gemacht. hübsch gemacht. Selbst hier an dem, was man ja nicht sieht, weil es ja nachher durch die Sitzbank abgedeckt ist, auch wieder Branding. Natürlich gibt es auch schon Gepäckträger für die Da sind ja die Fahrzeuge. Löcher schon dafür. Ja, ja. Ne? Und die gibt es auch schon, die Gepäckträger. Vorne gibt es Gepäckträger, vorne, hinten. Scheibe wahrscheinlich auch Ja, schon, es gibt nehme auch ich mal einen an. Topcase, eine Scheibe, sowas gibt es auch schon. Dann haben wir hier unten den Auspuff. Den muss ich sagen, wir haben ja jetzt es mittlerweile geschafft, an die X300 den Aero-Auspuff zu machen, als Sportauspuff. Ah, das ist natürlich super. Genau, was übrigens eine Gewichtsersparnis von 6 Kilo gebracht hat. Das ist ja irre. Aber ich muss hier sagen, bei dem Modell, hier geht die Backe nicht so ganz so steil nach oben wie bei der X. Das läuft gerade. Sie ist deutlich länger, also sind zwar nur die 8 cm, aber sie ist deutlich länger. Und ich finde tatsächlich, also meine Meinung, die Verkleidung für diesen klassischen Roller, Sieht schick aus. großartig. Ja, auch hier vorne, dass der Krümmerbereich hier Ja, vorne noch eine schön Verkleidung gemacht. hat. Sehr schön. gemacht, ja. Überhaupt muss man sagen, so wenn man die Verarbeitung guckt, hier hinten auch so die Aufhängung, das macht alles einen guten Eindruck. Ja, Ne? es ist vor allem nicht ganz so ein rau aufgegrauter Guss. Ne? Es ist sehr glatt alles, also du kannst es wirklich pflegen und putzen, wenn du möchtest. Ja, es ist beinahe wie poliert. Ne? Also nicht lackiert, weiß ich jetzt nicht. Nee, ja, Könnte das auch ist, halt, lackiert das ist sein. halt wirklich eine sehr schöne, glatte Oberfläche. Aber es ist glatt, ne? Bei Vespa hat man oft das Problem, dass hier hinten so dieser Putzt sich schnell. Rahmen dann nach einer Zeit aussieht. Auch hier werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie die sich warten lässt, zerlegen lässt oder auch nicht. Also da gibt es ja dann auch nochmal Unterschiede in den verschiedenen Modellen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Warte mal. Nee, haben wir nicht. Zusammengefasst ist es einfach das schönste Modell. Haben wir nichts vergessen irgendwie, Nee, ne? also man muss aber auf Klasse stehen, muss man dazu sagen. Deswegen, ich bleibe bei meiner X. Ich bin hier in der Lamborghini und Star Trek-Ära. Nein, es ist ein wunderschöner Roller. Ja, also ich tendiere ja eher zu der Variante. Ich finde den wirklich schön. Du bist ja auch nicht so schnell. Ja, ich muss nicht schnell fahren. Ich bin ja eher der Cruiser und fahre langsam und mag eher was zum Reisen. Aber der sitzt sich Die ist gut. nicht langsam. Nee, wahrscheinlich auch nicht. 350, 26 eben, PS. weißt du, das ist alles so Gejammer immer, oh, die ist schneller hier, da ist schneller. Wenn wir reden über Roller. Ja, ja. Ja?
120, 130 wird sie fahren und das Genau. reicht. Beschleunigen ausreichend, alle gut. Also wenn einer sagt, wir kommen wir nicht vom Fleck, naja, dann fahren wir. Mich interessiert halt die Qualität. Wie laufruhig ist der Motor? Genau. Wie fährt sich das Fahrzeug überhaupt jetzt? Vom Chassis her, von der Federung? Ja. Wie ist der Fahrkomfort? Und das ist ja ein anderer Radstand wieder. Das kann alles ein bisschen anders aussehen als bei der X. Das wird sehr spannend, die ersten Fahrtests da zu freu mich sehen. auch. Ja, dann fällt uns für heute nichts mehr ein. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Beschreibung rein. Ab Frühjahr, wenn es ein bisschen wärmer wird, könnt ihr alle Modelle hier Probe fahren und euch mal angucken, mal raufsetzen. Und ansonsten sage ich auch danke für das Interesse und bis zum nächsten Video. Ciao. Wir sehen uns. Macht's gut und ciao.